Hey Leute, wir sind wieder hier auf der guten Eleiko-Kombi im Aachener Kraftsportverein. Die Longpost Bench steht auf dem Zettel, kleine Scheibe ist montiert, ich steige jetzt ein ins Warm-up. Was war bisher gewesen? Ich blicke zurück auf eine Nacht mit 4 Stunden Schlaf und dementsprechend fühle ich mich. Aber Routine hilft, Kopf runter, weiterschieben. Es fragt ja eh keiner danach. Die ganze verfluchte Woche ist geprägt von zu kurzen Nächten oder wenig erholsamen Nächten. Deswegen wird es nächste Woche in den Deload gehen, unabhängig davon, dass die Zeit reif ist, weil mir diverse Strukturen rückmelden, wir sind ordentlich belastet, man kennt's, hier zieht mal was, dort zieht mal was, dies, das, Ananas. Man kann nur begrenzt schlechte Nächte stacken, bis es irgendwann hinten auf der Bell Curve ganz gewaltig in die Talfahrt geht. Ich hatte dieses Gefühl schon am Mittwoch. Am Mittwoch beim Kurzhanteldrücken, da war bei 35ern schon Schluss. Beim Umsetzen taten mir Sehnenansätze weh und die erste Rep, die so ein bisschen, wir sehen es, die so ein bisschen schwergängig ist, da habe ich auch schon die Schulter gespürt. Die rechte Schulter ist ein wenig vorbelastet. Das ist für mich immer mal wieder ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, wenn sich solche passiven Strukturen melden, weil es ist nicht die Muskulatur, die wehtut, es sind Sehnenansätze, die ich dann da merke. Also in meiner Wahrnehmung, ich bin ja kein Doktor, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin schon was länger unterwegs und kenne meinen Körper ganz gut. Wenn das kommt, dann weiß ich, es wird Zeit für einen Deload. Deswegen bin ich gespannt, wo heute hier die Reise hingeht. Der Donnerstag mit dem Heben, der lief ja noch relativ brillant, weil ich tatsächlich 205 für sowas wie ein Dreier-Set heben konnte. Die erste Rep hatte keinen Lockout, die zweite war so, wie ich sie mir gewünscht habe. Technisch aber nicht ganz stabil. Und die dritte habe ich auf dem letzten Stück oben fallen lassen, weil mir halt die Finger aufgegangen sind an einer Hand. Das hatte ich tatsächlich Jahre nicht mehr gefühlt. Woran hat es hier liegen? Bei so leichten Gewichten, also nicht falsch verstehen jetzt, aber bei Gewichten, die in meiner Wahrnehmung nicht so richtig schwer sind, nehme ich keine Kreide. Und tatsächlich war es so, dass ich geschwitzt habe, ordentlich geschwitzt habe und mir dann einfach in der dritten Rep diese Hantel davon gerollt ist und hat mir so ein bisschen Fell vom Daumen gezogen. Die konnte ich dann nicht mehr halten. Das Set war technisch gesehen eher so Katastrophe, aber trotzdem war es ein gutes Zeichen, dieses Gewicht wieder auf Reps bewegen zu können, selbst wenn ich davon nur eine richtig zählen wollen würde. Weil, das heißt nämlich im Umkehrschluss, dass wir wieder belastbarer werden und nachdem ich aus Angst oder Sorge, so ein bisschen Erwartungsschmerz, Stichwort, in der ersten Rep den Lockout vermieden habe, war er in der zweiten dann da und völlig stressfrei. Das heißt, wir können von da aus wieder arbeiten. Zum Thema wenig Gewicht, nicht falsch verstehen, ich will hier niemanden diskreditieren, aber wenn man so sieht, was fähige Leute in meiner Gewichtsklasse in diesem Sport so heben, man soll sich ja nicht vergleichen, aber dann ist halt auch nicht so richtig spektakulär, was ich da mache. Andererseits, das darf man auch nicht aus dem Auge verlieren, das, was ich da auf Reps hätte heben wollen, ist das 2,5-fache meines Körpergewichts. Also nichts ist das ja auch nicht. Das ist aber was mir nachher erst bewusst geworden ist, weil das vor vielen Jahren halt ein Faktor 2 von meinem Körpergewicht gewesen wäre oder sogar knapp darunter. Und heute ist es Faktor 2,5. Das tröstet vielleicht darüber hinweg, dass es mit den Kraftleistungen nicht mehr ganz so berauschend ist, weil es faktoriell sich ja verschiebt. Ganz viel Blabla, das ist immer schlecht zum Start eines Videos, das ist in der Mitte noch schlechter und zum Ende hin guckt das eh nur noch der kleine Prozentsatz von euch, der diesen Quatsch tatsächlich bis zu Ende guckt und den das interessiert. Daher läuft jetzt einfach der Rest der Trainingsvideoschnipsel dieser Woche. Ein Tag kommt noch, den werden wir im Anschluss dahinter schneiden. Ob es dann reicht für ein Outro, bestimmt der Terminkalender. Das Wochenende ist schon wieder ziemlich vollgestopft. Das werden wir sehen. Ich wünsche euch ansonsten viel Spaß. Wir gehen rein. Herzlich willkommen im Voiceover. Entschuldigt meine Stimme, aber ich bin nicht ganz fit. Wir sehen hier meinen Topsatz mit 165 Kilo für 4 Reps. Das ist ein bedeutender Fortschritt im Vergleich zu den letzten Wochen. Wir erinnern uns, eine Woche zuvor war das ein zweimal gemachter, aber ein Top-Single. Von daher, man sieht es mir hier gerade an, hat mich dieses Ergebnis sehr gefreut und
Zu meiner persönlichen Genugtuung war danach der Rückenstrecker zwar angestrengt, aber frisch. Das heißt, von hier aus können wir weiter arbeiten. Dieses Gefühl, dieses Gute im Rückenstrecker hat sich von da aus auch bis Ende dieser Woche und in die aktuelle Trainingswoche reingehalten. Von daher alles richtig gemacht. Wir sehen ja meinen ersten Backoff-Satz mit 145 Kilo für 5. Auch das lief zufriedenstellend, auch wenn es ein bisschen anstrengender war, als ich mir das eigentlich gewünscht hatte. Aber hey, ich hatte jetzt nach Monaten noch mal ein bisschen Gewicht auf dem Rücken und dann war es nicht mal ein Single, sondern direkt ein Vierer. Dann darf man danach schon mal ein bisschen angestrengt sein. Wir sehen uns hier den Barspeed an. Das lief noch erstaunlich fluffig, von daher alles gut. Ja, der Hebedonnerstag. In der ersten Rep nicht in den Lockout getraut. In der zweiten Rep festgestellt, es ist alles in Ordnung. Und in der dritten Rep wegen Schwitzefingern leider den Griff verloren. Aber was soll man machen? Alles in Ordnung. Von hier aus kann man arbeiten. Wir sehen hier meinen ersten Backoff-Satz. 185 Kilo für 5 Wiederholungen. Technisch immer noch sehr unstet. Der Lockout, wir haben es gerade gesehen, immer noch ein Thema, aber grundsätzlich hat sich das gut angefühlt. Die Reverse Hyper vor, nach und zwischen den Arbeitssätzen ist das Mittel der Wahl und bleibt das Mittel der Wahl. Und ich bin sehr froh, nach der aktuellen Deload-Woche, die jetzt hier im Anschluss erfolgt ist, wieder aufbauen zu können. Das ist ein guter Stand, ganz ehrlich. Ansonsten ein paar Eindrücke von meiner Mittwochsspielwiese. Hier die Flies, heute nochmal mit den Handgriffen am Kabelturm. Ich habe das ja eine Zeit lang jetzt mit Handgelenksmanschetten gemacht. In der aktuellen Trainingswoche, wir sind jetzt genau eine Woche zurück mit den Videoaufnahmen, verwende ich wieder die Handgelenksbandagen. Dieser Test letzte Woche hat mir gezeigt, dass mir das mit den Handgelenksbandagen deutlich besser taugt. Ich kann gar nicht sagen, warum, ob es der verkürzte Hebelarm ist oder das mentale Weglassen der Hände. Ich kann es nicht genau erklären, auf jeden Fall fühlt es sich gut an. Also bin ich seit dieser Woche für ziemlich jede Assistenzübung wieder auf Handgelenksmanschetten zurückgewechselt. Wir wechseln jetzt zum Freitag letzter Woche, das ist der Drehtag dieses Videos. Wir sehen hier meinen eigentlichen geplanten Topsatz mit 105 Kilo. Da meine Stimme langsam den Geist aufgibt, versuche ich irgendwie diese Audioaufnahme durchzubekommen, ohne abzukacken. Entschuldigt bitte das Kratzige aus meinem Hals. Ich war mit diesem Satz so zufrieden und hatte das Gefühl, hier ist noch ein bisschen mehr drin, dass ich für den dann folgenden Topsatz nochmal erhöht habe. Ungewöhnlich, aber ich habe mitgenommen, was mitzunehmen war. Wir sehen jetzt hier eben jeden Satz, 110 Kilo für 4 in der Long Pause Variante. Wenn wir uns gleich die letzte Rep anschauen, auch hier habe ich wieder versucht, verschiedene Kamerawinkel mit verschiedenen Telefonen im selben Satz zu generieren. Ein unglaubliches Datengefrickel im Nachgang. Die letzte Rep, wir sehen sie jetzt, ein ziemlicher Grinder. Unterwegs war ich mal kurz dran, den Hantelfahrt zu verlieren, aber da war genug Luft drin, um das Ding am Ende ins Ziel zu bringen. Hier Eindrücke noch vom Samstag. Da ist ja aktuell seit Monaten die Safety Squat Bar am Start. Heute jetzt oder an diesem Samstag wurde dann nochmal das Gewicht erhöht. 125 Kilo für 5. Ich habe ein bisschen Mut gewonnen aus den guten Eindrücken vom Dienstag mit der Premierenbeuge und dem Donnerstag als einziger Hebetag. Das Ergebnis sehen wir hier im Backoff. Das schneide ich jetzt nicht mehr hinten dran, weil meine Stimme den Geist aufgibt. Habe ich nochmal mit 115 Kilo für 5 gearbeitet. Kardiovaskulär fordert mich diese Übung unglaublich heraus. Und da ich aktuell, das ist eins meiner Themen, ein wenig mit Asthma zu tun habe, ist das natürlich ganz schöne Quälerei. Ich muss dann danach auch mich mal kurz hinsetzen und über mein Leben nachdenken. Aber sei es drum. Insgesamt, ich bin sehr zufrieden mit dieser Trainingswoche. Die jetzt laufende Woche ist schon Deload. Und ich bin sehr gespannt, was meinen nächsten Trainingsplan angeht. Ich denke, die Planung dafür findet erst in den nächsten Tagen statt. Ihr werdet sehen. Ich hoffe, das Video hat euch angemessen unterhalten. Ich melde mich ab.